jetzt hätte man Licht vielleicht vorher noch ranmachen, gute Ich wollte Vorbereitung. sagen, es ist ein bisschen dunkel bei dir da. Ja, Oh, dieses Licht abgegangen. Die Erhellung. so, also, schönes Erlebnis. Ja, Hätte er keine Akzent halten müssen. ich versuch's trotzdem nochmal, um meine Ehre irgendwo entweder zu retten oder noch mehr in den Sand zu setzen. Ich versuch's einfach mal und guck, was dabei rauskommt, damit ich zumindest für die 3 anwesenden Personen einen gewissen Unterhaltungswert bieten kann, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Ausraster kriege. Herzlich Ja. willkommen hier. Willkommen, Herzlich ja. willkommen. Freut mich sehr. Sie. Hab ich gestern nicht mehr mit gerechnet. Aber wie gesagt, das, was wir gestern gesagt haben, das meinten wir ernst. Du bist zum Ende hin immer besser geworden. Ne? Und die Loren-Level bei Donkey Kong Country, das ist bei allen Donkey Kong Country, die sind sowieso ein Fall für sich. Deswegen gibt es da Warp-Fässer. Das haben die Entwickler schon eingeplant. Und ich glaube, das nächste Loren-Level, was dann kommt, das ist das, wo du aus dem Kart rausspringst. Ich glaube, da kannst du dir dann, glaube ich, ein Safe-State am Anfang setzen und dann kannst du da wieder zurück warpen. Sagst du, ich hab Bock mehr. So, ja, Schwarz, wir haben den 50-Leben-Cheat schon aktiviert. Waren wir Den so haben frei. wir vorsichtshalber schon drin. Ja, Erase Game solltest du. Ja, Das Nee, wär's jetzt. sonst Erase fängst du von Game, vorne an. zack. das wär's gewesen. Zu dem 50-Leben-Cheat Du musst müssen wir jetzt noch mal erstmal was wieder sagen, zu dem ja. Flieger. Nee, zu eins zurück. Ja, damit du in die Okay. nächste Welt kommst. Also der 50-Leben-Cheat ist nicht direkt ein Cheat. Onkel hat es erwähnt, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Du könntest auch theoretisch gesehen die ganze Zeit in die erste Danke, Welt gehen und dir einen Luftballon Werde ich abholen. Ja. brauchen. Also von daher. Ist einfach nur ein Bravo, Handicap. schön, dass du da bist. Der Barrel und Cheat ist von den Entwicklern vorgesehen. So, Grüner Taumel, die erste Welt, die sich in den Baumwipfeln stattfindet. Ich fand das damals als Kind, das ganze Setting so mit Hochhäusern, mit Baumhäusern und mit Brücken dazwischen. Ich fand das Nee, genial. Baumwipfel haben wir gestern schon. Nee. Achso, ja, wir haben kurz reingeguckt, ja. Oder? Geh mal rein. Das hier ist im Wald, davor war Baumwipfel, wo ich die Das ganzen ist- Safe-States zwischen den Fässern gemacht Das habe. war schon so spät gestern, stimmt. Du hast doch Baumwipfel gestern schon gemacht. Also das fand ich mega, dieses Setting, Ja. dass du da im Ein großer Igelchen. Bäumhäusern da unterwegs bist. Und ja, dann, genau, Haben wir vor dann. wie Miwok doch. Also was du dir auf jeden Fall merken solltest für das Spiel, es lohnt sich ab und zu mal zu versuchen, in den Eingang, wo du gerade reingekommen bist, wieder. Ach, dass ich heute jemanden ermorden könnte auch passieren. Ja, kannst du morgen dann machen, wenn ihr euch auf der Arbeit wiederseht. Du hast doch schon zweimal den Affen getötet, das ist doch okay. Die haben keine Hast doch da im Lager bestimmt irgendwelche technischen Hilfsmittel, die dir dabei helfen können. In die Flaschenpresse passt er da nicht rein. Ganz entspannt. Nicht, wenn ich diese scheiß Wespen sehe, kriege ich jetzt schon den Hals. Ey. Die kann ich echt nicht leiden. Es ist der einzige Gegner in dem Spiel, den du nicht besiegen kannst. Alle anderen kannst du töten. 2 bis 3. Ja, Chance die Bonks, das ist tatsächlich eine gute Idee. Es gibt ja öfters mal auf YouTube so Videos, so kann man Super Mario durchspielen, ohne eine Münze einzusammeln oder ohne Grün zu betreten oder so. Das kann ich mir auch vorstellen. Kann man Donkey Kong Country 1 durchspielen, ohne die Y-Taste zu benutzen? Nein, nimm die nicht mit. Nein, du hast doch Leben. Den Ballon nicht mitnehmen, das machst du jetzt richtig. Das ist Katastrophe. Wie insane willst du sein? Keim so, ja, den Ballon, den schaffe ich. Sondern, was ich gerade sagen wollte, du musst aufpassen, nicht, dass du hier irgendwelche Lieder singst, die in Erlangen verboten sind und damit auch bei uns oder so, ne? Ja. Das ist ja momentan wieder durch die Nachrichten gehen, irgendwie 10 nackte Friseuse und so dürfen sie da nicht spielen. Oder Skandal im Sperrbezirk. Ja. Wo denn? Wir kommen mal essen. Aber umso schöner finden wir das, dass du in der Mittagspause auf der Arbeit sitzt und hier zuguckst. Das ist das Engagement, was wir uns wünschen hier. Vielen Dank. Richtig. Also in späteren Spielen, meine ich. Oh, das ist aber peinlich. Was? Du hast gerade eine WhatsApp gekriegt. Ich? Ja, Wieso? von unserem Chef. Warum? Der dir heute gratuliert. Oh. Um einen Tag verfehlt. Oh nein, ich habe morgen Geburtstag Ich wollte gerade sagen, Und was der- morgen erst. und der Chef hat mir zu früh gratuliert. Ist doch peinlich. Oh, das drücke ich ihm jetzt rein. Nicht in dem Spiel. Kein Tweet. Ich war Unfassbar sprachlos. Das geht bei dir, das ist ja irre. Ja, weil es so schlecht war, richtig? Ist egal, du hast ihn sprachlos gekriegt. Das ist eine Menge Ja, wert. okay, das stimmt schon. Ja, das ist eine Leistung. So, jetzt nochmal. Kein Tweet. First try, ja genau.
kommt da nur ein Krönchen mit einem Y drin? Das ist eine geile Idee. Das ist stark. Ja, das wird. Eine ganz Insider- wichtige Information. Wenn diese beiden Idioten unten mit dabei sind, dürft ihr solche Sachen nicht sagen, weil die setzen das in die Realität um. Ich guck schon mal auf Amazon. Der kommt nächstes Jahr beim Zockerschiebchen-Tag. Da werden es einige. Oh, hier kriegen wir Engelbert. Ist auch vom grafischen her dieser Sonnenuntergang und so echt nice gemacht. Ja, total cool. Wie schlimmer ist, dass der Außenseiter-Affe gleich kommt. Was für ein Affe? Der Außenseiter-Affe. Der Affe, mit dem ihr nichts zu tun haben wollt. Der ist ein bisschen sauer. Hättest du jetzt einfach nur drunter durchrennen können. Der die Y-Taste drücken müssen. Also der Idiot oben rechts ist quasi okay. Also Ideen an ihn. Ja. Nein, der verpetzt nur. Wenn ich so etwas bekommen würde. Ich verpetze. Nein, ich setze das selber um. Ich hab auch schon. Also, was, nicht. Dann gucke! Müssen wir selber basteln, das Krönchen. Wir könnten ihm ein Y kissen. Und ein Kissen ist auch schön. genau, das Y aber mit dem Ich pack SNS-Button ein. Y, ne? Die Y-Kette sehen wir die dann bei ihm? Doch, wenn die bling bling ist, sehen wir die. Ganz oben ist Engelbert. Genau, und dann kommt jetzt gleich der Außenseiter-Affe. Wenn du springst und dann. Der fliegt auch, wenn du Dings öfter. Genau. Da kannst du aber nicht auf die Gegner springen. Der macht die nicht tot. Ich glaube, da kannst du sogar einfach an den vorbeilaufen, an den kleinen Viechern. Ja, das weiß ich nicht. Das habe ich mich immer nie getraut. Oder die Hitbox ist so extrem klein mit dem Vogel. Das ist ein David. So, guck mal, da ist der Außenseiter-Affe. So? So viele Herzen dabei. Ja, er liebt doch die Taste. Ja, stimmt. Ich guck da mal in Ruhe. Ist der Y-Taste halt wieder gefehlt. Und ist zu weit gewesen. Ein Y als Seitenschläfer fürs Becken. So, jetzt hier Game-Konzentration. Wo sind wir gerade? Ich habe jetzt nach Y gesucht. Bei Engelbert. Oh, geht nur noch 7 Minuten. Los, Kinder. Stimmt ab. Kanalpunktwette. Schaffen wir es heute das Spiel oder... Ja, DK Keim Tree Forever oder nein, auf keinen Fall. Ich möchte hierbei anmerken, die Kanalpunktwette ist nur auf dem Zockerstübchen selber. Ach so, ja. Stimmt, der Onkel Disco, der war euch zu. Ja, wenn es mir gerade mal so einfällt. Du kannst mit dem flattern, ja? Weiß er das? Hab ich zu ihm gesagt? Nee, offensichtlich nicht. Musst du mal irgendwie ausprobieren, wenn du springst und dann, was war das, X? Ich glaube, einfach B weiterdrücken, ne? B, ja. Zum Flattern B. Mit der Taste, wo du springst. Wie komme ich denn auf? Ja, X ist ganz unten bei der Playstation. Ich habe immer einen Playstation-Controller, deswegen. B-A-Y-X. Ja! Das war doch schon mal besser. Das war der Ansatz. Five, three, time, three. Oh, für 2, was ist denn die zweite Option? Auf keinen Fall. Interessant. Was tippst du denn? Setz dir mal hier ein Safe State gleich. Jetzt hier. Noch nicht. Das macht nichts.
Die Hitbox Würdest du für den gerne Vogel abnehmen? ergibt für mich keinen Sinn. Ist Support offen? Nein. Ups. Darf ich nachher nur nicht vergessen aufzulösen. Original Donkey Kong nach, deswegen wirft der Fässer. Oh nein! Nein, da hab ich auch gar nicht mit gerechnet, dass der da oben rankommt. Nur noch 3 bis zu 40, ja. Der hat jetzt schon keine Haare mehr, das kann doch nur schlechter werden. Ich hab schon seit 6 Jahren eine Glatze. Ja, Freiwillig. siehst du mal. Ja, die Haare gehen da weg, wo ich sie eigentlich bräuchte und da, wo ich sie nicht bräuchte, Ich wollte gerade sagen, freiwillig hat keiner eine Glatze, außer die Haare, die noch da sind, die sind so wenig, dass eine Glatze mehr Sinn macht. das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe tatsächlich da im Freundeskreis auch einen gehabt. Der hat jetzt auch seit Danke. 3-4 Jahren eine Glatze. Bei dem war das immer so, dass er richtig heftige Geheimratsecken hatte, dass er bis Leimer. zur Hälfte des Kopfes schon keine Haare mehr hatte und hat sich an den paar Härchen immer noch so festgeklammert. Und er ist mega happy, seit er eine Glatze hat, weil er sagte so, Mensch, das kommt viel selbstbewusster rüber, als wenn er sich an seinen 5 Härchen auf dem Kopf da irgendwie festklammert. Bis noch rüberkämen. Kommt's auch definitiv. Das ist auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich habe so einen Punkt erreicht, da habe ich gesagt, okay, Geheimratsecken, hinten wird's ein bisschen dünner, dann machst du gleich Glatze und dann ist gut. Weil ich halt auch andere gesehen habe, die sich da so dran klammern. Ich sage, Leute, das ist scheiße. Das bringt ein bisschen was. Du könntest auch theoretisch gesehen unter dem Fisch durchschwimmen, oder? Siehste. Dazu muss ich erstmal Ja, das runterkommen. Das ist das, was viele nicht wissen. Also Keim wird Tatsache von Sonne dazu genötigt. Ja, der ist. Und dann hast du es geschafft. Oh, wunderbar. Und jetzt kommt der Lieblingsboss. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Lieblingsboss wird. Oh nee, ist das euer Ernst? Die Kisten musst du nehmen und dann auf die Dumse-Bumse werfen. Den Schwanz, den Stachel. Nee, Nee, das ist egal. Kannst du überall Und treffen. jetzt dreht sie einmal durch, dann kannst du sie nicht treffen. Ach nee, das war bei Donkey Kong Gelb Country 2, wo du nur Genau. explizit den Stachel treffen musstest. Genau, da musstest du mit dem Vogel Weil Staffel kriegst du auf den Stachel kotzen. Ist gleich fest, das Fass. Halt das Halt's fest. doch fest. Halt fest! Halt's in der Hand und dann ein bisschen Absicherung. Genau. Ist der letzte jetzt. Boah. Bin ich? Oh, jawohl. Du hast den Stachel kaputt gemacht. Nee, der ist noch da. Halt fest! Halt fest! Ja, Ich halt noch der fest! ist abgebraucht. Oh ja. Willkommen. Gletscherbild, willkommen im Gorilla-Gletscher. Ja, du kannst gerne nochmal zurückgehen, speichern, wenn du das möchtest. Gut, das Der war nächste- Sieh mich nie so an. Wenn es mich juckt, ihm zu helfen. Das ist dann das nächste, wenn Keim das fertig hast, dann gibt's das Race Sonne vs. Keim, Donkey Kong Country 1. Y-Taste. Nee. Hätte ich nicht, dann wäre ich mitten in die Biene reingesprungen. Ja, Die war auf der anderen Seite. Die Eislevel haben es da wirklich in sich. Bin da auch kein Fan von, also die Eislevel sind auch nicht so meins. Ich hatte mit den Eisleveln nie Probleme. Ich fand die Eishöhenlevel. Danke für fand ich die schon mal so. Motivation, Chat. Na, bei DK2 und DK3 finde ich die Eislevel auch okay, aber bei DK1 haben die wirklich nicht meins. Fand die von der Atmosphäre her mit dem dicken Schnee da drauf und dem Berg im Hintergrund und so. Fand die nicht schlecht. Und dann, wenn jetzt gleich noch der Schneegestöber dazu kommt. Wenn wir es dann zu sehen kriegen. Ist auch nett gemacht, dass du jetzt quasi da im Hintergrund siehst, oh, da kommt ein Unwetter. Es wird immer dunkler da hinten. Und dass du dann im Hintergrund schon siehst, dass es anfängt zu schneien, bis es bei dir im Vordergrund gelandet ist. Ich finde, das echt mega umgesetzt. Geil gemacht. Auf welche Details du achtest, ja. Ja, das ist ja genau, da im Hintergrund schneit, so vorne noch Jetzt nicht. Das bleib ist, da hinten, jetzt kommt es gleich zu dir. Nächster Abschnitt. halt, wenn man in der Genau, Generation groß geworden ist und Pixelgrafik kennt und so weiter. Das fand ich bei Terranigma total geil. Das wird Sonne dann ja auch demnächst mal sehen. Wenn du in der Unterwelt die Kontinente freischaltest und dann diese Bilder dazu kriegst, ja.
damit Die eingebaut hab ich haben. nicht Das sah gesehen. damals so geil aus. Alles gut. Das war noch nicht mal Halbzeit. Könnte man in dem Level nicht irgendwie abkürzen? Das ja, weiß ich nicht. deswegen fliegen die. Ja, diese Eisphysics. Wird sich gerade selber in Frage gestellt, warum habe ich jetzt nochmal zugestimmt, das noch weiter zu spielen? Warum kann ich nicht Nein sagen? Da kam der Warum lasse ich mich von den beiden immer wieder belabern? Ja, solange du noch lächelst, ist doch alles gut. Ich würde dir gerne helfen. Das tut mir richtig leid. Die sind echt scheiße für einen Anfänger. Es ist kacke. Aber da mussten wir alle durch. Nee. Die es gespielt haben, ja, die mussten da durch. Ich glaube, er meinte nee wegen dem Fass, aber. Nee, ich habe schon das gemeint, was Sonne sagte. Ach so, okay, Ich hab das schon verstanden. Ist aber mutig, ihm den Rücken zuzudrehen und dann die Kiste am Kopf zu ballern. Stark. Wird's langsam. Und nochmal die Stelle. Wobei bei der Stelle hat er gar keine Probleme gehabt, ja. Ist ja auch noch langsam. Ja, gut. Traue ich schon gar nicht zu sagen. Nee, man wird dann automatisch irgendwann still, weil man Ja, auch nicht weil man ablenken möchte. mitfiebert. Ja, genau. Ja, voila. Grandios, sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, das ist Aufpassen, dann könnte mal einer kommen. Ich wusste nicht, dass er das Fass automatisch loslässt. Und jetzt kommt vor allen Dingen der Schneesturm. Darüber springen. Du musst doch mit Y. Du kommst, das klappt ja nicht. Da musst du entweder auf den Geier springen und dann ins Fass rein. Immer oder- noch kein Halbzeitfass. Alter. Nein, das kam danach irgendwann. Kurz danach müsste das kommen. Das war mitten im Schneegestöber, definitiv. Ja, das Level ist auch relativ lang. Deswegen Ja. hast du hier. Aber es wird. Gemach und dann klappt das. Ein bisschen Affe ist. Ja. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Level gehasst im Spiel. Wie viele Level hat das Spiel? 40 Ich oder würde so? sagen, bis jetzt alle. Ich hatte alle 40. Nein, 35 oder 40 sind es, glaube ich. Es sind, glaube ich, Ja, 6 dann hast du Welten so jeweils. 35 bis 40 Level von dem Spiel. Und dann. Nee, das ist nicht ganz. Nein, zu spät. Schade. Nein. Ich würde dir so gerne helfen. Konzentration kann definitiv was draus machen. Ich finde das auch schön, dass deine Gedankengänge immer noch mit den Keimwortwitzen spielen. Y, das, jawohl. Jawohl. Jetzt kommt das Da Fass. kommt das Fass. Jetzt, Oh, So, jetzt die hast du. und die Bitrate ist halbwegs stabil. Das passt. Kannst auch im Stream erkennen. Aber sie ist jetzt hochgegangen. Extrem. Für ein Schneegestöber. Ein Monate noch, dann geht er wieder los mit dem Schnee. Ey, wir erstmal den Frühling als Frühling genießen, den Sommer als Sommer. Im Sommer. Ey. Da am besten auf die Ja, Vögel springen. Du solltest dir noch mal einen Safe State setzen, bevor alle Leben weg sind. Sonst musst du wieder das erste Hälfte auch machen. Ja. Das Problem ist, wir kommen doch jetzt hier erstmal nicht. Wann kommt denn der erste Flieger? Ja. Nach 3 Leveln oder so, wenn du im oberen Bereich bist, da kommen die ganzen
Springen auf die Geier drauf. Irgendwo hat's gerade geklopft. Das war ich. Er hat schon Geräusche. Irgendwo hat's geklappt. Hörst du das? Tinnitus? Okay, das sind jetzt die fiesen Fässer. Jawohl. Gut. Sehr, sehr gut. Ignoriere den Rami da um. Auf den Geier ab ins Fass. Ich dachte gerade, der gleitet da noch runter. Das macht mich fertig. Und jetzt warte, bevor du schießt. Warte. In diesem Fass, wo du jetzt bist, guck, dass das Fass nach unten zeigt und schieß nach unten. Glaube mir. Wir hätten den State setzen sollen. Das war unten. Da ist ein Fass, das warpt dich durch. Gerade nach unten. Und das Das war erreicht schräg unten, gerade runter. 24 ist aber nett. Ich wäre gerne wieder 24, ja. Jetzt muss doch mal gucken, ob du dir jetzt lieber einen State setzt. Wie war denn der Shortcut? Der Befehl. Shift und F1. Ah nee, das ist Laden. Ich glaube, Shift und F1 ist zum Laden und Control und F1 zum Speichern, aber Kai macht sowieso manuell. Hat er ja gesagt, dass die Tasten durch sein Mikrofon blockiert sind. Ach ja, stimmt, der kommt da ja nicht ran. Ja. Er hat zwar ein Mikrofon an seinem Kopf da dran, aber das benutzt er ja nicht. Das ist miserabel. Ist genauso wie bei Wichte. Der hat auch ein Mikrofon an seinem Kopf da hängen und das benutzt er nicht. Die Qualität von dem Mikrofon ist nicht so gut, deswegen habe ich ja dieses Standmikrofon mir überhaupt erst geholt. Ist vollkommen richtig. Ich sag da nichts, ich kenne das. Diese Headset-Mikros sind meistens für den Arsch. Bring auf die Geierwalli drauf. Ich habe auch extra die Katzenohren abgemacht von dem Headset im Übrigen. Warum nicht? Warum ist die abgemacht? Aber das sieht schön aus. Ich zitiere Sacco, der Piano damit gesehen hat. Die haben ihn extremst verstört. Andere Worte hätte ich dafür genommen. Ich hätte aber wenigstens einen draufsetzen können. Ich hätte es für Piano extra noch beleuchten können. Das geht ja auch. Ey. Oh. Oh, wo war jetzt das Fass? Einfach ignorieren, fahr einfach normal durch. Ist eh schon fast am Ende. Jawohl. Und dann rechts rüberziehen, dann, wenn er dich hochschießt. Rechts rüberziehen dann. Wenn er dich hochschießt, rechts rüberziehen. Und ist doch noch ganz schön lang da der Rest. Deswegen. Junge. Glaub mir, setz jetzt Safe State. State. Da wird mitgefiebert. Da kommt kein Gegner mehr. Der hätte er sich nicht setzen müssen. Ich war mir nicht sicher. Ich bin jetzt auch nicht mehr sicher. Jetzt kommt die Eishöhle. Aber jetzt kannst du nochmal ein State setzen. Jetzt kommt die Eishöhle. Darf ich dir mal was sagen? Du gehst mit den Fässern deutlich besser um als ich bei meinem ersten Mal, DK. Hatte ich bei den Fässern richtig Probleme. Ja. Okay, könnten wir ja auch. Da könnten wir auch schummeln, ja. Das ist auch ein Arschloch-Level, aber da hättest du die. Achso, die Seile ziehen dich nach oben. Die blauen Seile ziehen dich nach oben. Die lilanen nach unten. Und die lilanen nach unten. Da musst du gehörig aufpassen. Das ist ähnlich wie bei Sonne. Wenn sie blau ist, dann zieht sie sich nach oben. Wenn sie depressiv ist, dann zieht sie sich nach unten. Ja. Also lila, beziehungsweise Erdbeere oder so. Dance mit dem Gürteltier. So wie das zieht dich jetzt runter. Da kann Schon. Warte mal, du siehst jetzt über dir das Seil, ja? Ja.
Warte, bis die Krokofanten auf dich zukommen, spring auf so ein Vieh und häng dich an das Seil. Ah, du bräuchtest eigentlich nichts, da braucht er Donkey Kong für. Hä? Ja, da braucht er So. Donkey Kong. Ja, Nein, er muss einfach da die Wand gegen die Wand schmeißen. Ach so, das habt ihr nicht gesagt. Nein, ja, ich glaube, da kommt bloß Donkey Kong da ran. kommt, glaube ich, Donkey nur ran. Der kommt ein Stück höher. Doch, sie hat recht. Ich glaube, dafür brauchst du Donkey Kong. Genau. Da einer, hey, ihr habt hier Glück hier an der Theke, es ist kalt und entspannt. Das war So, weder und kalt jetzt noch guck Ach, entspannt. da die Wand oben. da hoch. Ah, Ja. ah. Das Tada. habe ich echt nicht gesehen. Das hab ich, An dem Seil musst du hoch. Weil noch Mach da ein drunter ist, Safe-State, bitte. weil da drunter ist der Bonusraum direkt gewesen. Spring links rüber und mach ein Safe State. Kann ich doch hier auch machen. Kannst du da auch machen. So, und die Seile, da musst du jetzt schnell agieren. Oder nicht? Und Y-Taste gedrückt halten und dann klack, klack, klack rüber. Jawohl. 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 Spring! Oh, jawohl. Das bringt bei ihm nichts. Ah, schade. Nicht schlimm. Ja, weil ich die Das war schon Y-Taste mal gedrückt gut. hatte. Alles gut. Also Y-Taste. Hass. Ja. Wenn sich halt mein Daumen dann halt drauf verkrampft, wenn ich auf Druck bin. Bei diesen scheiß Wespen bin ich nur am Druck. Soll ich dir mal die Adresse geben? Da dann kurz Pause machen. Da kannst du dann kurz Pause machen, wenn du auf diesem Dings da bist, im Vorsprung. Ah, du hast meine Emotes nicht, mein Kumpelchen. Weggerutscht. Wieder wirklich Schwarzwald-Tour? Ja, das passt nicht. Also übersetzen, glaube ich, die Titelnamen, glaube ich. Ich verdammt. Genau, kurze Pause. Dann mit Y an das Seil und gleich wieder links rüber. Wann das gerade? Irgendwann klopft es. Ich hörst du Rauch? Oh, es klopft. Ein Triebtäter. Jawohl. Pause. So, und jetzt kommen 2 Seile, die beide lila sind. Da musst du nach oben links und rechts drücken. Du musst an den Seilen hin und her switchen. Klack, 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 klack. Hat er nicht. Ding. Was machst du? Ich mache nichts. Ich mache wirklich nichts. Oh, das ist eine Alertbox. Was? Aber ich habe das ja gerade nur OBS gesehen, dass die Alertbox ausgeschlagen ist, wo das Klopfen kam. Onkel? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Quasi wie bei Super Mario zwischen den Wänden hin und her. Genau. Ja, was ich auch noch nie Wall-Kick gekonnt Jump habe. und so weiter. Ich krieg ja nicht mal den Walljump im Metroid hin. Soll ich dir die Adresse für die krampflösende Massage schicken? Jawohl. Und immer weiter, immer weiter. Du musst auch hochdrücken dabei. Nicht hochdrücken und gleichzeitig. Das geht. Kommst wieder. Das geht. Weiter. Stark, Das stark, geht. stark. Das ist verdammt anstrengend, das weiß ich. Aber das geht, jawohl. Ist verkrampft. Meine Finger sind wieder verkrampft. Ich geh pinkeln. Geh mal pinkeln. Das trinke ich noch einen Schluck. Ich komme da nicht hoch. Tapert ganz schön bei dir, ja? Da bei der Stelle? Du rutschst zu lange, du musst gleich springen, gleich weiter springen. Springen.
Nee, du darfst nicht, du rutscht. Du musst gleich springen. Ja, aber ich muss erstmal die andere Richtung drücken. Sonst passiert dann nämlich nichts. Du kannst auch beim Springen rüberziehen, oder nicht? Mach ich doch. Aber wenn ich nur die Springtaste drücke, dann springt der nicht. Ich muss erst in die Richtung drücken, die ich springen möchte, mit der abspringen und ich brauche zu lange zum Rüberschalten. Also ich muss praktisch in die Richtung, in die springen möchte und dann die Sprungtaste. Wenn ich vorher die Sprungtaste drücke, springt er gar nicht. Hä? Ich kann das jetzt gar nicht sagen. Ich mach das einfach. Ich könnte jetzt nicht mal explizit Ich sagen. könnte es jetzt auch so nicht aus dem Stehgreif sagen. Ich mach's einfach und dann. Also wenn ich keine Richtungstaste drücke und die Sprungtaste drücke, dann macht er nichts. Ups, das war der Fall. Ja, der erste Sprung war super gewesen. Ja, da habe ich auch in die gleiche Richtung gedrückt, in die ich sowieso schon gesprungen bin. Ich wollte sagen, es muss nur schneller werden. Hält Y gedrückt, der macht den Sprung. Ja, er muss nur ein bisschen schneller. Das ist nur schneller. Das ist verdammt anstrengend. Das ist super assi. Das ist aber gut. Ich drücke aber auch schon in die Richtung, von der ich komme. Deswegen geht das. Oh, ja. Aber würde das nicht funktionieren, Nein. wenn du jetzt gegendrückst? Nee, ne? Nein, er steht auf einer Stelle. Dadurch, dass das Seil so rutschig ist. Nein, Bella. Steht dann ja auf der Stelle, Ja, aber aber der das kann dann gibt mir die rüber Zeit, die wechseln. Richtung zu ändern. Das meine Ich ich. weiß, was Kannst er... du auch machen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Gucke. Ah, okay, sobald ich eine Richtungstaste drücke, muss ich gleichzeitig springen. Jetzt hat er das Springen gleich genommen. Okay, es geht nur in Kombination mit Y, das ist nicht gut. Nein, das Problem... Mit einer Taste, ne? Und dann zack, zack, zack. Oder du machst das so. Warte, wo ist er? So, Daumen und Zeigefinger. Zeigefinger oben drauf. X-Kant, wenn nur Profis das jetzt machen. Ich probier's mal. Echt? Finde ich voll umständlich. Das habe ich noch nie so gemacht, aber. Nein, Ich will es auch nicht so machen, aber ich meine die Super Nintendo Profis, die mit der B-Taste nicht umgehen, mit der Y-Taste nicht umgehen können, mit dem Daumen. Die würde auch. Das geschafft. Ja, hat er Ich geschafft. nur kurz Bio und pinkeln. Ja, soll das vielleicht häufiger mal weggehen, dann schafft er das. Kommt mit dem Druck nicht klar, dass du ihn dabei beobachtet hast vielleicht. Ja, wegen dem Druck, ich könnte dir deine Adresse geben. Ich hätte auch eine Hannover Steintor. Ja, gut, das war jetzt unglücklich, rutschig. Vielleicht auch die Knopfdrückungs-Hydraulikpressung. Nee. Boah. Ah, nein! Ah, da haben sie ihn einfach auf dem scheiß Fass geparkt. Die Schlingel, die. Ist das jetzt ein scheiß Ernst? Was? Nee, dass er sich jetzt in der blöden Liane festgehalten hat. Ist die Musik gerade weg? Nee, die ist noch Ach, da. nee, doch nicht. Nö. Ah, Ich habe mit diesen schwingenden Seilen echt mein Problem, die richtig abzuschätzen. ja, ja. Ja, bei Problemen mit Seilen kann ich dir eine Adresse geben. Fass wäre mal eine nette Geschichte, ja. Mal so ein
kann das hier nicht abschätzen, da ich das zu wenig vom Seil sehe. Ah. Huch. Ah, das gegen Kopf. Du willst Versailles sehen? Ich hätte da ebenfalls eine Adresse. Ich habe mit deinen perversen Neigungen nichts am Hut. Gut, Knut. Wir sollten vielleicht mal vor dem Seil mal so ein Safe State parken dann. Und dann hier mal ein bisschen Progress haben. Ja, hier vielleicht ist vielleicht mal besser, mal so ein State zu machen. Nee. Versuch's mal, geh mal ein Stück aus dem Bild, renn einfach rüber und spring. Mit Y. Jawohl. Bei vielen Donkey Kong-Teilen hast du nämlich den Effekt, dass so Durchrennen eigentlich schon eine coole Geschichte ist. Ja, aber durchrennen kann ich nicht. Nee, ich sag's nur. Also, du triffst schon viele Sachen auf Anhieb, wenn du einfach nur durchballerst. Weißt du? Hatten wir da nicht gestern auch was mit dem Flow? Ja. Erdbeerwochenflow, ja. Flow. Rüberspringen. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen, einfach springen. Und Safe State. Oh! Oh, gut reagiert. Sehr gut reagiert. Dann wären wir hier ein bisschen Safe State süchtig, wa? Weil da haben wir die olle Mitte schon. Leben gibt's auch gleich. Ja, Onkel, du weißt doch immer so viel. Gibt's eine Background-Story zu den fasswerfenden Affen, oder? Naja, nicht, dass ich wüsste. Er ist einfach da gewesen, ist noch nie wieder aufgetaucht. Hättest du nicht mal irgendwo eine Story oder sowas gehört? Das sollen irgendwie irgendwelche bösen Affen sein, die in der Richtung, was schimmert da im Kopf? Er ist doch irgendwie, man meine mal irgendwas gelesen, soll muss doch irgendwie ein Cousin oder sowas sein, der irgendwie verstoßen wurde oder so. Aber da sind sie nicht drauf eingegangen. Das basiert auf einer Geschichte aus dem Leipziger Zoo der 50er Jahre. Ah, okay, da kommt das Fachwissen. Die Mutperle. Er ist hochkonzentriert. Ich komme da nicht rüber. Hast du dann State gesetzt? Ja, davor schon irgendwo. Ich kann dich hier nochmal einsetzen. Dann mach's wie vorhin. Einfach umdrehen, hinten aus dem Bild gehen, drauf zurennen und ranspringen. Sauber. Sauber. Jawohl. Und State. Ja, aber das ist halt auch echt grenzwertig. Weil da kommt nochmal so eine Stelle mit so einem Affen. Definitiv. Ja? Ja.
Musst du rechts, da hast du überall jetzt erstmal so eine kleinen. Genau. Da kommt jetzt gleich, glaube ich. Ja, man hört es schon. Hm. Auch super hässlich. Ja, aber gut gelöst, ja, also. Ja, ich glaube, da kommt es nochmal irgendwie. Das ist ja so ein ewig langes Level. Das ist ein gewesen. Stark. Gut, springen muss er schon noch. Den Akku hast du vergessen. Hey, Sonne! Sonne! Ja, das ist okay, dafür kann er mich morgen haben. Oh. Okay, Discord gesagt, ich soll das machen. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass der das gesagt hat. Dass der gesagt hat, ich soll den hier machen? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir bei ihm durchaus vorstellen. Das wird zu ihm passen. Ich hasse die Wasserlevel. Bildschirm. Das hab ich dir noch gar nicht erzählt. Sieht dir Elche eigentlich? Das hat ein Nachbar von ihnen gefragt, als wir den Umzug hatten. Da waren da sehr viele Elchgeräusche und die haben gedacht, da ziehen jetzt Elche nicht. Weil wir so viel gerülpst haben und gefurzt haben? Dann höre ich das über das Dingsfenster noch drin. Es kommt jetzt hier Konzentration, schön Button-Smashing nach oben und dann weg vor dem Ding. Weiter, 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 weiter. Oh, was ist das denn für ein Code? Noch ein Stück links, 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 hoch, 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 rechts, 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 rechts. Der Konami-Code ist es nicht. San Andreas ein Panzer. Ah, der Panzercode. Ja, wir haben es gerade gesehen beim Runterschwimmen. Jawohl, jawohl, weiter, weiter, weiter. Guck mal, vorher ist er gar nicht hinterhergekommen. Mit weiter nach unten geht das auf einmal. Warte, hier musst du vorsichtig sein. Da sind ganz viele Quallen. Das ist Ende. Das ist ein Minenfeld. Die Information hätte ich ein bisschen früher kriegen müssen. Ja, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich spiele das nicht so. Deswegen müsste eigentlich Sonne jetzt hier die ganze Zeit dabei sein und sagen, mach mal das, Vorsicht, da kommt Ja, aber was. wenn ich was sage, kommt das bei ihm auch verspätet an. Ja, aber nur minimal. Kacken geht vor. Ist auch eins meiner persönlichen Lieblingstiere, der Vogel, ja. Ja. Hier ist schon das O. Das Level ist kurz. Ja, also die Levellänge, die ist auch. Das sind halt auch. Klar. Das ist ein großer Spagat. Ich glaube, wenn er gleich gespeichert hat, dann kann er mal mit Absicht tot gehen, damit er wieder 50 Leben hat, damit wir hier nicht alle 2 Schritte jetzt hier Safe States machen. Ja, das mache ich erst, wenn ich den Speicherpunkt erreicht habe. Ja, natürlich. Ja, klar. Sonst kriegst du ja keine 50 Leben. Den Cheat müssen wir dann, glaube ich, nicht nochmal eingeben. Nein. Ja, boah. Nee, also wenn du da einmal eingegeben hast, dann ist da drin. Nee. Fehlt dir die Y-Taste. Also weiter springen, wenn du die Y-Taste drückst. Boah, der war gut. Da warst du jetzt ungeduldig. Die Idee war gut. War panisch. Hast du mal so einen richtigen Rollsprung gemacht? Da war ich jetzt panisch. Echt? Guckst Zu du warm. komisch? Also, Zu warm. Genau. Siehst doch das Wasser auf der Stirn. Arthurian, Hallöchen. Schön, dass du da bist, du Zuckerschnute. Tuvian, Zuckerstück. Zuckerstück. Arthurian, du kleine Sahneschnitte. Geht's dir? Ja, danke für dein Abo, Arthurian. Hier mit den tollen KI-generierten Abo-Icons hier. Das wäre schöner, wenn die Das alle Loch. animiert werden. Ja. Ist für Sonne unvermeidbar. Ach ja, Können nicht klagen. bleibt ganz gut. Ist so warm. Jawohl, jetzt kannst du speichern und dann kannst du mal tot gehen und dann kannst du deine 50 leben. Einfach geile Games und da darfst du Keim jetzt nicht nachfragen. Keim mag das Spiel gar nicht, der wird ja genötigt von Sonne. Und hat mit arbeitsrechtlichen Alter, du Konsequenzen scheiß Mistvieh! Es geht los. Der erste Ausraster hier. Nach
2 Stunden. 2 Stunden schon. Boah. Ich hasse dann diese halt. scheiß Wespenviecher. Naja, wer mag Wespen schon? Ich wollte gerade sagen, Wespen sind ja auch scheiße. Ja, stark. Und nicht schon wieder. Warte, gleich. Oh nein! Nee, da hätte ich gewartet. Nein, er hätte gleich weiter auf dem Reifen. Konnte ich ja Pup nicht, auf aber dem die Reifen. Biene. Na, für den kurzen Moment bist du aber unbesiegbar. Hätte ich nicht riskiert. Und gleich Ich direkt bin springen. instinktiv ausgewichen bei diesen Scheißviechern. Da kriege ich Plack auf die Zunge. Jetzt erst auch, die hatten sogar Lichter. Guck mal, die haben Lichter in den Bäumhäusern. Ja. Jetzt, wo du das sagst, ja. Fortschrittliche Baumhäuser. Ja, das scheinen auch welche von Menschen zu sein, wenn ich überlege, dass da Kisten und Carby-Turns. Danach. Kann mir der Weihnachtsmann mal einen runterholen. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Kaufhaus-Weihnachtsmann, der da für offen. Der Kaufhaus-Triebtäter. Das ist ernst. Soll nur draufspringen. Ja. Drauf, nicht runter. Hoch und runter. Selbstgestrickte Brücken. Das ist übrigens auch ein Track von Evelyn Fischer. Der erinnert mich auch an irgendeinen Track aus DK3, Tatsache. Ja, Tobi, und der zweite Teil ist ja auch Bombe. Was war denn das gerade? Ich mir überlege, wie viele Stellen da jetzt in dem Spiel mit Dixie einfach ohne Probleme zu machen werden, ne? Ja, ganz viele. Doch mit Didi einfacher. Tanz mit den Krokodilen. Tanz mit den Kaimans. Und da musst du jetzt auf dem Reifen balancieren. Mit Ja, Steuern. du musst mitsteuern, ja. Hab ich. Das ist nicht lustig, Onkel. Ja, das ist Das sieht geil aus. so lustig. Dass du dann so synchron mit denen da so Tango tanzt. Tanzt zusammen mit mir, Samba die ganze Nacht. Zusammen mit mir, weil die Samba Mambo. Mambo number 5. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, say mama. Du musst bei das Essen reinschmeißen, wa? Das Linksessen reinschmeißen. Das Ding essen? Essen, ja. Kann ich auch gleich machen. Nee, wir brauchen dich hier, du hast mehr Ja, Fach. er könnte auch auf die Plattform. Da fehlt die Y-Taste, sonst hat das Ich geklappt. hab sie gedrückt. Einmal ganz kurz, ja. Nein, ich hab sie gedrückt gehalten. Schreib mal auf, ja, das wird in der Wiederholung Ich bin mir sehr geprüft sicher, hier. dass ich die Y-Taste gedrückt gehalten habe. Nach dem Backflip-Skandal, nach der Backflip-Causa, muss das alles gecheckt werden. Ich sehe mich schon den Clip erstellen. Und er hat die Y-Taste gedrückt. Extra reingesucht. Steht diesmal im Namen. Oder halt eben nicht. Und dann kommen noch Bienen dazu. Bienchen und Blümchen. Und Reifen und Bienchen. Genau, da hättest du jetzt springen müssen, aber das hast du Löcher. einmal gesehen. Die Löcher.
man so ins Sonnes Gesicht guckt, dann sieht man die Verzweiflung, weil sie dir an einigen Stellen gerne den Controller aus der Hand reißen Ja. würde. Nee, nicht reißen, einfach um zu helfen. Clip entstellt. Und habe ich die Y-Taste gedrückt? Das wird jetzt erstmal gegen gecheckt. Ja, muss ich mal gucken, ja? Genau, guck mal, prüf Der das mal. drin sein. Der müsste automatisch in Twitch-Clips auf dem Discord gepostet werden. Bin mir ziemlich sicher, dass mein Finger auf der B-Taste war. Auf der Der Y-Taste. B-Taste. Ja. Y nicht, ja. Ich habe das nämlich gesehen. Ich habe kein Y gesehen. Da unten wird jetzt der... Der kam zu spät. Ich kam zu spät, die Taste. Da warst du schon auf dem Weg nach unten, ne? Ja. Aber ich habe sie gedrückt. Also, Ja, irgendwann hast du mal gedrückt. Irgendwann hast du die Taste mal gedrückt. Ja. Aber ich habe sie gedrückt. Dass ich in dem Spiel kein Timing-Gefühl habe, das sollte mittlerweile bekannt sein. Ja, Tobi, und danke für den Videoschiri. ja. Ah ja, sowas bräuchten wir mal, oder? Videoschiri. Wie soll ich das denn Dort eigentlich machen? Mitsteuern. Die scheiß Hummel ist genau an der Stelle, wo ich hin muss. Jetzt ich auf den gefällt sie Reifen mir drauf schon besser. Ich wollte gerade sagen, mal so ein bisschen aus sich rauskommen, ne? Guck mal, so geht das. Wie soll ich das denn machen? So, aber das war noch nicht alles. Das war aber wieder so ein Ding. Da Nicht kommen jetzt gewollt. 2 Wespen, dann kommen 3 Wespen. Jawohl. Oh. Ey. Peter! Meine Fresse. Nee, aber ja, so Videoschiri, ne? So, so. Nein. Jawohl. Was willst du denn? Ist doch super. Ich kenn auch nur den Begriff, aber was da genau passiert beim Schlachter, wenn gekeult wird, keine Ahnung. Ui. Ob da die Schweine eingekeult kriegen oder so. Alter, kann das mal bitte aufhören? Was da? Erst kommt 2, dann kommt 3. 4 kommen aber nicht, das sind die letzten. Also danach dürfte auch nichts mehr. Ja, wie souverän du das machst. Boah, Alter. Knapp. Aber weil du kommst da so leger durch, so locker. Leisure. Ja? Und dann. Das ist immer so Kleinigkeit. Der Affenonkel, ne, ich sag's ja, da warst du mal frech, als du klein warst. Also ich gesagt, so, dir zeige ich, wo der Hammer hängt. Dachte, kannst du die Geräusche am Ende zusammenschneiden? Was war? Das war jetzt unfair. Muss mal Chester Bennington anfragen, ob er auch analog zu dem Sonne-Schwert-Lied noch ein KMY-Lied macht. Ja, schick mal rüber die Anfrage oder ruf mal kurz durch. Ich denke mal, das wird durchgehen. Denke auch, ja. Ah. Time, free. Nein! Jetzt habe ich. Jetzt wollte ich nur Y drücken und hab verkrampft, bin auf B gekommen. Verkrampft doch nicht so. Wenn ich unter Druck stehe, verkrampfen meine Finger leider recht. Ich Musst kann du dir da mal, ich wollte gerade sagen, ich wollte es auch gerade sagen. Dann sorg doch mal für Druckabbau. Hä? Da war doch schon weg. Respawn. Sehr schön. Schon wieder müde, was ist da los? Ah. Der ist gut. Du musst ja den Rest HC-Code denken. Ich will das aber vorlesen. Ja, mit dem Code YC gibt es 10% Rabatt bei dem Orthopäden Ihres Vertrauens beim nächsten Handkrampf. Ah, da ist noch einer! Das sind 2, die kommen manchmal auch im Doppelpack. Alter. Was ganz besonders böse zu denen. Ölfall. Ein Point. Jetzt braucht er gleich nicht mehr. Der hat ja auch schon die Kids gemacht.
Lalalala. Wieder Wünsche, ja, hier gehört Skandal im Sperrbezirk soll momentan im Trend sein. Es darf auf diversen Festen nicht gespielt werden. Wieso das denn? Wegen Rosi. Hä? Vokagramm. Ah. Auf der Bergkirche in Erlangen darfst du geh mal Bier holen, 10 nackte Friseusen, Laila und Skandal im Sperrbezirk dürfen die DJs da nicht spielen. Man soll sich ins Knie ficken. Weil frauenfeindlich und sexistisch. Ja. Kein Plan, wieso er das macht. Ist das ein Versprechen mit der Massage? Ja, guck mal hier, Das Liam kommt war doch vorbei. gestern. Die Massage gibt es dann exklusiv von Sonne. Aber die läuft ein bisschen anders als normale Massagen. Ja. Das ist ein Versprechen mit der Massage. Ist dann Ach, ja, es läuft sowieso bald darauf hinaus, dass wir das als Zusatzservice irgendwann anbieten. Das ist dann, wenn Sonne das macht, ist das eine Ganzkörpermassage. Aber ohne Happy End, das könnt ihr euch nicht machen. Sie läuft einmal über deinen Rücken. Ich wollte gerade sagen, andere nennen sie auch Kleine Spiele. Andere nennen sie auch die Nudelholzmassage. Einmal von links nach rechts drüber gerollt. Kopfkino. War eine Garantie. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Die egal was Danach du kannst du nicht mehr laufen. Ui. Dann kannst du definitiv danach nicht mehr laufen. Also gerade so vielleicht noch. Erstmal fährst du jetzt zu Keim und ziehst von hinten die Mundwinkel nach oben. Das tape ich fest. Festtape. Bin ich der Joker. Dann Muss er das Mobbing mal so ein bisschen aufteilen. Sonst kriege ich von Sonne dann nächstes Jahr im ZST wirklich einen auf die Fresse, wenn ich da jetzt ein Jahr lang nur sie mobbe. Ja, vielleicht macht die auch irgendwas Geiles mit dir. Zum Beispiel schmiert sie dir Gleitgel auf die Klobrille. Das wäre halt übel mies, ja. Ich fand's ja schon übel mies, dass ihr diese scheiß Spinne in mein Klo werfen wolltet. Toni wollte Ich hab die bei das. uns reingeschmissen, ja. Werft die bei Onkel rein. Ja. Werft die bei Onkel rein. Es geht jetzt aber schon ins Verzweifelte darum. Kein Bock mehr auf diesen Scheiß. Nee, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Ich habe auch so keine Lust mehr. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Und da hilft mir auch Safe States nichts. Kyrill sagt Lemminge. Lemminge? Gucken wir mal, Lemminge. Kennst du das nicht? Das ist so ein Doch, das sagt mir was. Da musst du dann so einzelne Lemminge mit Funktionen ausstatten und dich durch Level graben und so weiter und Level du musst bauen, die Treppen bauen und so und die zu einer Ja, Tür führen. Das habe ich früher viel gespielt. Hat mein Stiefvater früher auch viel gespielt. Aber da musst du einfach nur nachdenken können. Oh. Und am Ja, Ende ist schon schwer, ne? muss die Lemminge auch teilweise stehen lassen, damit die halt den Weg blockieren, damit die in bestimmte Richtung gehen und die am Ende nicht rauskommen, musst du am Ende in die Luft jagen. Und wenn du nicht Genau. weiterkommst, gibt es eine Massen-Selbstmordknopf, dann sprengen sie sich alle in die Luft. Die Hugo-Spiele, ja, die Hugo-Spiele. Ist das damals Also mir überhaupt übers ist Brille, ich spiele, was ihr wollt. Mir ist das egal. Die Hugo-Spiele, dass es damals über Telefon funktioniert hat. Also jetzt wo ich hinterher IT gelernt habe, war mir dann noch klar, warum da eigentlich fast keiner gewonnen hat, weil da ein riesen Delay dazwischen gewesen sein muss. Natürlich. Zwischen Knopf drücken und bis der dann mal da seine Bewegung macht. Deswegen sind die alle draufgegangen. Das hast du doch auch bei diesem Sat.1-Beispiel gehabt. Ja, genau, da war es genau. War genauso gesteuert. Da war so ein Delay zwischen, die haben das gesagt und dann hat einer den Joystick bewegt. Ach du grüne Neune, das sieht ja aus. Flintstones. Flintstones ist auch geil. Da gab es aber, glaube ich, mehrere. Also, was wir gespielt hatten, das war so ein Flintstones, so halb Brettspiel, halb irgendwelche Level. Wow, fand ich auch mega damals. Mega schwer, aber mega. Oh ja, ich sehe gerade, das waren mehrere Spiele, ja. Da gab es ja auch eins zum Kinofilm, ja. Ja. Irgendwas mit Bedrock Sierra oder sowas hieß das, glaube ich. Es irgendwie darum, dass die diesen blauen Hut da irgendwie gewinnen mussten. The Treasure of Sierra Madrock oder so? Ja, genau das. Ja. Und gleich weiter. Ja, mach ich. Lange. Ghost and Goblins, okay, ich kenne doch nicht wirklich viele. Oh, Ghost and Goblins auch super schwer, ja. Das ist genauso wie Donkey Kong 2 Treffer, du bist tot.
2 Treffer, du bist tot und du musst es zweimal durchspielen. Ja, genau, das ist Treasure of Serra Madrock. Wo du dann irgendwie Eisbahn verlaufen musst und ein Rennen fahren musst gegen deine anderen Clubmitglieder da. So. Konzentration. Nee, die ist weg. Konzentration. F-Zero auf dem Master-Ring. Okay. F-Zero, ja, das kannst du keinem spielen lassen. Der kann das gar nicht. Aber da sitzt man doch in einem Cockpit. Das war so nicht gemeint, der kann F-Zero. Aber ich kann F-Zero eigentlich auch ganz gut. Ich müsste mich da nur erstmal wieder reinfinden. F-Zero 99. Habe ich gespielt. Ich habe Ja, das ist ein schönes Spiel. sogar ein paar Rennen gewonnen. Das ist eines der wenigen 99-Spiele, die immer noch am Leben halten werden. Jawohl, Halbzeit. Ah, Tetris 99 dabei, das hat mich gefrustet. Mit Tetris 99, ach, kriegst du ja ständig irgendwelche Blöcke zugeschickt, die dich behindern. Nichts. Wichtig strahlt so im Gesicht und Sonne auch. Ich bin die Sonne. Naja, die Sonne, die strahlt jetzt gerade Also, richtig. Sonne scheint die Sonne aus dem Arsch. Oh ja. Scheint ja aus dem Arsch unter Sonne Unterlass. Sehr schönes. Cordon Bleu, Empanwitz, Hollandaise und sowas. Nichts Berauschendes. Wahrscheinlich vom Jahr, ne? Ja, Schweinecordon Bleu. Ehe von Nein. Also ich finde die von dir ja gar nicht schlecht. Die sind geil. Vor allem platzen die nie auf. Da hast du das ganze Innenleben irgendwo im Backofen verteilt, ja. Sehr gut. Oder eine Heißluftfritteuse. Ja. Das ist, guck mal, der hat nicht einmal die Y-Taste gedrückt und trotzdem ist er da rübergekommen. Doch, habe ich. Videoschiri. Wo ist er? Videoschiri, zu prüfen Sie. Also da muss er die Y-Taste drücken, genau. Sonst kriegt er die fetten Viecher nicht. Da kannst du runter. Der statet sich erstmal ein, weil an seiner Stelle aber auch gemacht. Ja. Oh, sehr gut. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er runtergeschubst wird. Ich hatte auch gedacht, das wäre jetzt leichter, aber irgendwie Dr. Robotniks Mean Bean Machine, das hört sich komisch an. Gemein an. Ich habe den Track noch nie so weit gehört. Ich auch nicht, ganz ehrlich, diese Töne, die habe ich, das wollte ich auch nicht gerade sagen. Wusste gar nicht, dass da noch sowas kommt, dass der Track so Ja, lang das ist. wird noch richtig atmosphärisch dann. Ich weiß, normalerweise hört man immer nur die ersten 10, 20 Sekunden, wo dann düm kommt und viel mehr kriegst du gar nicht mit. Ja, das ist wie bei Zelda, wo man Angriffsmuster von Bossen sieht, die man Da musste ich gerade dran denken, deswegen musste ich das jetzt gar nicht erwähnen. wusste, weil ach, der kann noch anders angreifen. Oh, jetzt ist die Konzentration aber rapide nachher, du. Dieses scheiß Hummeln macht mich immer so nervös. Weston. Und dieses scheiß Fliegevieh. Voll ins Gesicht gespuckt. Aber gehört, es gibt Videos, da springt keinem auf und zertrümmert seine Tastatur. Nee, ich habe noch nie eine Tastatur zerstört. Ich habe da anderes gesehen heute. Hallo? Neue zu besorgen kostet Geld. Ich habe da heute Morgen anderes gesehen.
Ist Ah, jetzt der Track selber. War tatsächlich KI. Hat man daran gemerkt, dass die Tastatur dann auf einmal von so einer kleinen Tastatur gewachsen ist, in dem Moment, wo man sie kaputt gemacht hat? Oh, ich habe gedacht, du kriegst den letzten noch mit, ja. Komm, die Wahlgesänge. Ja, Nee, der Wal ist tot, der singt nicht mehr. Der macht nur noch einmal Bumm, mehr macht er nicht mehr. Ich schieb mal schnell was in den Ofen. Komm, Bella. Okay. zwei ist Das fies. ist die Stelle ist gemein, ja. Luga, hallo. Hallo Luca. Oh, der kommt Grüß von und meinem frohes Kanal. Das ist Sterben. super. Hey. Schön, dass du da bist. Ja, Keim versucht sich ein bisschen in Donkey Kong Country und jetzt am Verzweifeln. Ich glaube, ich dürfte schon ungefähr um die 400, 500 Tode zusammen haben. Insgesamt mit gestern, ja, das könnte hinkommen. Also wenn man die Save-State-Tode mit einrechnet, Ja, definitiv. es geht ja jetzt auch um Sekundentakt hier. Ja, Save-States, die Rettung. Und ein 50 Leben-Cheat. Geheimtree. Das hat. Springe erstmal auf den Vorsprung hinter der Biene. Nicht direkt hinten. Der war Und gut, mit dem Sonne. Unterhand. Der war gut. Und wieder hilfreiche Tipps hier von Sonne. Okay. Safety first. Hat er doch gemacht. So, jetzt kommt da nochmal so ein Kotzvogel, der kotzt jetzt in. Ja, der ist ein bisschen schnell unterwegs, ja. Mhm. Hier noch mal 10 Tode drauf jetzt. Ja. Hey! Jetzt bist du durch. Ich würde sagen, das ist schon das Ziel, Mann. Das ist das Ende. Schon das Ende. Jetzt kommt, glaube ich, der. Jetzt kannst du erstmal speichern. Und dann kommt Jetzt der kommt der Gifttümpel. See. Ja. Hey, falsch. Hey. Le Gifttümpel. Das war jetzt fies. Hat mich Es war ein hereingetrieben. Hai. Ja, legendär, definitiv. Was legendär. Die Musik. Aquatic geil. Elements. Also ganz ehrlich, So mich geil. kotzt die eigentlich extrem an. Was? Blasphemie. Ich assoziiere Musik mit den Erfahrungen, die ich mache, und die sind alles andere als positiv in diesem Spiel. Kein Sinn für gute Mucke aus den 90ern. Ey, der Junge, wir waren damals 93 voll geflasht, als wir diese Tracks gehört haben und gedacht haben, Mensch, was mit dem Super Nintendo alles geht. Da stinkt das Sega Genesis total geil. Ist vielleicht jetzt ein bisschen, dass ich mich jetzt zum Feind mache, aber ich finde die Musik hier nicht sonderlich beeindruckend. Also jetzt nichts Das ist aber auch nur, weil du das Spiel nicht magst. nicht Und herausragend im das Vergleich anderes, zu wenn du anderen das Musikstücken. gerne- Ja. Was ich auch finde, abgesehen jetzt von der Intro-Musik, ist nichts davon jetzt wirklich für mich einprägsam, was mir jetzt im Kopf bleibt. Wenn ich da beispielsweise an das legendäre Corneria-Theme vom Star Fox denke oder die Overworld-Hymne von Zelda, das sind viel einprägsamere Melodien. Das hier ist, ich will nicht sagen generisch, aber es bleibt halt nicht wirklich im Kopf drin. Klar. Aber das auch nur, weil du es nicht magst. Ich wollte gerade sagen, weil du es nicht magst und Nur weil deswegen. weil du auf das Spiel aufgezählt konzentriert hast, bist. sind Sachen, die du gerne gespielt hast. Ich hab ein verdammt gutes Musikgedächtnis. Wenn ich diese Melodie in einem Musikrätsel Weil du es nicht beispielsweise... Lass mich doch mal ausreden. Wenn ich die Musik jetzt in einem Musikrätsel hören würde, ohne Kontext, dass das von dem Spiel ist, ich würde sagen, nein, die Melodie kenne ich nicht, die habe ich vorher noch nie gehört. Ich mag's. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich merke, was glaubst du, warum ich mir dieses beschissene Denkmallied merke, wo ich das über alle Welt hasse? Es wird ewig in meinem Kopf bleiben und ich werde es nie wieder loswerden. Also,
Ich möchte einmal mitteilen, die Meinung spiegelt nicht die Meinung des Zockerstübchens wider. Das ist eine individuelle, persönliche Meinung von KM. Hab ich doch gesagt. Bitte hasst uns nicht dafür. Der Junge weiß nicht, was er redet, der hat keine Ahnung. Bitte lasst uns keinen Shitstorm zukommen. Er es gewagt hat, die Musik von David Weiss so schlecht zu reden. Oh Mann. Das ist keine geile, einprägsame Musik, sagt er. Nee, ist nicht. Ich will's. Deswegen sind die Lieder von Donkey Kong Country 1 und 2 auch in sämtlichen YouTube-Videos über die besten Super Nintendo Soundtracks auch immer ganz oben mit dabei. Gott sei Dank sind Meinungen verschieden. Für ein Gott sei Dank, ne? Für ein Wasserlevel ist die Musik kann ja ganz passend sein. So ruhige Atmosphäre, auch wenn es nicht gerade zum Gameplay passt, gut und schön. Aber wie gesagt, sie ist nicht wirklich einprägsam. Also ich könnte sie nicht nachsummen, weil die einfach nicht in meinem Kopf bleibt. Ja, nach der Musikgeschichte unsere Freundschaft nicht mehr dieselbe. Ja. Ja, gut. Ich würde es zur Verteidigung noch gelten lassen, dass er das Super Nintendo damals nicht gehabt hat, dass das für uns nochmal was ganz anderes ist, weil das erste Mal war, dass wir mit geiler Musik auf der Konsole in Kontakt gekommen sind. Wer kennt ja nur GameCube und so ein Kram. Da gab es ja schon hochauflösende MP3-Soundtracks. Alter! Dass dieser Sampler, der SPC-Sampler auf dem Super Nintendo, dass der richtig geil gewesen ist und uns mal das erste Mal richtig geile Musik beschert hat, das hat er ja nicht mitgekriegt. Hast du schön gesagt. Aber trotzdem ist das Blasphemie. Ich habe gute SNES-Musikstücke genannt. Du hast 2 genannt. Als Beispiele. Ja, nenn noch mal ein paar Beispiele. Mega Man-Musik beispielsweise, das Mega Man-Theme. Hat jetzt Dings genau das gleiche geschrieben? Ja, das ist der NES. Mega Man 2. Ja, F-Zero Big Blue auch sehr gut, ja. Und New City. Es gibt einige geile Soundtracks, aber zu sagen, dass der Soundtrack von dem Game, gerade auch Life in the Mines und die Aquatic Ambience, dass die nicht gut sind. Aber sie sind halt nicht, ich sag nicht, dass sie schlecht sind, aber sie sind halt nicht wirklich einprägsam. Oh, was sind die einprägsam? Wie gesagt, die hier klingt für mich jetzt, will nicht generisch sagen, aber es klingt nach nichts. Es passt für das Level, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, den Track höre ich mir jetzt im Auto an oder so. Da würden wir ganz andere. Sag mal, Sonne, was macht ihr auf der Arbeit mit dem? Ich habe nicht mal ein Auto von der Warte her. Nicht viel. Ich kriegt der jetzt so häufig auf den Kopf da, oder? Was ist da los? Nein, Secret of Mana Mana. Oh ja, Mana Der dran. ist auch mega. Big Blue würde ich auf der Autobahn auch nicht hören. Nee, Ja, verleitet würde nicht vielleicht zum weiter zu sein. schnell Nee. fahren. das Lied würde ich auf der Autobahn hören. Ein bisschen, um gegen den Road Rage so ein bisschen anzukämpfen. Kein, bitte rede nicht weiter. Ich meine schon. Auf der Autobahn würde ich, glaube ich, mit Wenn eher New City reinballern. You are my sunshine. Sunshine, you make me happy. Ganz grell. Nee, ich bin gerade der graue Himmel. Gerade, das war sie gestern auch schon. Nee, du bist geistig verwirrt, das ist was anderes. Hey, die Musik vom Super Nintendo nicht geil, von Donkey Kong Country nicht geil findet, die den Meilenstein gesetzt haben, da kannst du dir jedes Webseite auf dem Netz angucken, die sagen alle, dass die Soundtracks von Donkey Kong Country ein Meilenstein der Musikgeschichte waren. Und dann sagt er, das Kacke ist hier total langweilige Mucke hier. Alter, mein Herz blutet.
Das geht nicht mehr. weiß gar nicht, fehlt denn da nicht eigentlich nur noch dieses Level mit den... Da musst du hoch und dich links halten jetzt. Links, links, links. Und jetzt, wenn die sich gleich nochmal treffen, dann gleich hochsteuern, wenn die wieder auseinandergehen. Kommt doch nur noch dieses Level mit den Benzinkanistern da, ne? Rechts, rechts. Rechts. Guck mal, der rote Pfeil zeigt an, du bist kurz vorm Ende. Ja. Und die fucking Fische nach. Boah. Ja, fies. Ja. Sinn ist für Battle Theme Mafia 2, ja. Mystic Quest Final Boss Secret of Mana Remake Wüstenstadt. Remake? Remake? Auf gar keinen Fall. Das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Musst du durchschwimmen. Ich dachte durchfliegen. I believe I could fly. So, fertig. Geht doch. Es kommt nie wieder im Wasser. Nee, guck mal, das ist nur noch das Level da. Ja. Auf Amazon gibt es das Decade OST als Vinyl, 1 OST als Vinyl. Geil. Du hast da oben rechts ja noch die Fabrik, die muss auch noch gemacht werden. Nicht schon wieder. Ja, ist das doch der Boss oder nicht? Nee. Okay, das ist jetzt hier das ist jetzt das Level, wo du Benzinkanister einsammeln musst. Ach nee, warte. Ah, da weiß ich nicht, wo Nee, das Dings ist. Ach du Kacke. warte, ich guck mal nach. Ja, guck mal. Ich guck mal nach. Weil da, Wie soll das gehen? Warte, bevor du jetzt spielst. Mach Pause. Was mal gucken, wo es ist. Muss erst mal so ein 10 Minuten ich da Video. rausspringen? Der Kater war schon gar nicht mehr im Bild. Was sonst? Hey, Oh, danke, das die motiviert Logen- mich gerade richtig. Die Logen-Level sind kacke, das ist so. Wenn man Im sie ersten nicht Teil kennt, bei dann ja. den Loren-Level 100 Tode hingelegt. Na, wo ist er? Minecraft Madness heißt es. Oh ja. Pizza. Heißt das Minecraft Madness oder Minecraft Carnage? Nee, das ist das. Nee, nicht Carnage. Madness heißt das, ne? Ich fürchte, da gibt's keins. Warte. Ich hasse Ananaspizza. Guter Knackewichsel. Oh oh, oh oh. Nein. Es gibt keinen. Ich bin auch der Meinung, dass es dort keins gibt. Nee, in dem Level gibt's keins. Gut, dann werde ich hier gnadenlos scheitern. Pam, pam, pam. Ja, und da rechts in die Lore rein. Glaubst du nicht getroffen? Wo ist das Mindset? Oh, das hat gestern schon gelitten. Ja, Ananaspizza. lecker. Voll lecker. Ich muss da auch nicht super drauf haben, aber ich esse. Ist. Ja, ist es auch.
Wahrscheinlich deswegen. Gibt es deswegen keine Dings. Da. Weil das letzte Level vor dem Boss ist das mit dem Benzin einsammeln. Ananas mit Nutella, das bockt, ja. Aber ein Logen-Level kommt noch im nächsten Bereich. Und da gibt es, glaube ich, wieder eins. Genau. Das ist schön. Ein wunderschönes Level ist das. Das ist ein richtig schönes Level. Geil, das Level. Na, ein bisschen, ja. War hart für mich. Ich hab auch innerlich geweint. Sagt der scheiß Musik. Musikdebatte, die hat mich schon wirklich hart getroffen. Also. Ja, mich auch. Ich dachte auch so, ey, was ist denn da nicht richtig? Das fängt er wieder mit Safe States an hier. Es würde auch ein Keil sein, der unsere Freundschaft vielleicht entzweien könnte. Gute Musik, 2 von 10. Wenn David Weiss das gehört hätte, ruf ihn mal an morgen. Sag ihm hier, kennst du den Keim aus Magdeburg? Der sagt, deine Musik ist scheiße. Aber es hat vielleicht auch einen anderen Effekt. Ich meine, wir sind ja damit, wir sind damit groß geworden, ja. Ja, aber habe ich ja eben auch schon gesagt, ne? Für uns war das damals so richtig geil. Boah, geil, was geht denn hier mit Super Nintendo mit Musik? Keim hat ja erst mit Gamecube angefangen. Der kennt ja nur Rohauflösung. Das ist genauso, wie wenn du den Kindern heute, wenn du denen solche Spiele vorsetzen müsst, die würden dich blöd angucken, so, warum ist das so pixelig? Genau so ist das. Und so schwer. Und so schwer. Und so schwer, ja. Das ist auch ein großer Knackpunkt. Ich überlege, dass Spiele heute so programmiert werden, dass die dann einfacher werden, je öfter du verkackst. Ja. Also Sonne, du schippst mir aus, dass der Boss eigentlich einer der einfachsten ist, oder? Ja. Weil du musst da einfach nur ausweichen und warten, ne? Und töten. Und du bist bei den Bossen bisher gut durchgekommen, das darfst du nicht Ich vergessen. wollte gerade sagen, die Bosse waren bis jetzt nicht dein Problem. Ja, dumpf. Du machst Also jetzt nicht mal die Biene. Du machst jetzt den Boss noch und dann. Genau, einfach Jetzt ausweichen und alle stampft er Gegner. gleich zweimal. Die muss jetzt töten. Genau, er stampft immer einmal mehr. Und immer wenn der Gegner rausballert, machst du die Gegner platt und irgendwann ist er kaputt. Mehr ist das gar nicht. So, Guck mal, es ist so Alter. einfach, du brauchst nicht mal die Y-Taste. Hast du nicht einmal die Y-Taste gedrückt bei dem Bosskampf? Und die Gürteltiere. Jetzt kommen die Gürteltiere, ja. Jawohl. Ja, das und jetzt hast du es. Das ist super easy. So. Beim ersten Mal gleich durch. Nee, von Sonntag. Oh, ey. Es ist immer noch ein Scheißspiel. Du siehst fertig aus. Aber Ja, du bist heute nicht Ja, das weitergekommen. begriffen, dass das Spiel scheiße ist, scheiße, die Musik ist besonders scheiße. Wir haben Ich es habe begriffen. nicht gesagt, dass die Herz, Musik scheiße ist. Ich habe unser gesagt, sie Herz ist nicht. blutet auch so schon. Stopp. Sag jetzt, verdrehe nicht meine Worte, aber ich habe gesagt, sie ist nicht einprägsam. Ich habe nicht gesagt, dass sie scheiße ist. Ist dasselbe. Same thing. Also, jetzt unterstellst du mir aber was Bösartiges. Ist nicht einprägsam. Das ist so scheiße, dass ich mir nicht merken könnte. Damals in den 90ern war die Musik für uns ein größeres Problem. Genau, ja. Ich weiß noch, wir haben damals unser Super Nintendo nicht am Fernseher angeschlossen gehabt, sondern das Super Nintendo war an der HiFi-Anlage angeschlossen, damit wir den Ton über die geilen HiFi-Boxen hatten. Oh. Mega. Ich überlege, ob ich heute die Bandwurmnudeln mache. Hast du die Wette aufgelöst, Herr Wichte? Die Wette musst du noch auflösen. Stimmt, die Wette. Ich hab's nicht geschafft. Hat keine Wette. Hat eine Wette. Stimmt, ja, gut, der rennt auch nochmal auf dich zu, ja. Eigentlich ist K-Rule easy. Easy peasy. Und wer ist der große Sieger? Wir haben unsere Punkte zurückgekriegt. Achso, hat keiner an mich gewettet, ne? Ja, okay, kann ich verstehen. Nee, diesmal habe ich nicht an dich geglaubt. Nach gestern nicht. Nee, ist okay. Alles gut. Also Ich nächstes nehm's Mal niemandem da übel. Ich nehm's niemandem übel. Auf der Kamera.
Hundi ist da. Ja, Hallo der Hundi. nächste Stream wird hoffentlich ein bisschen frühzeitiger angekündigt. Du Das war stinkerst. heute relativ Du spontan, weil der stinkerst. gute Wichtel mir ins Gewissen reden Bist wieder musste. im Wasser gewesen, ja? Du stinkerst, Junge. Stinkerst. Ich habe dich auf meine Weise motiviert. So, bis zum nächsten Mal, liebe Ja, Leute. war schön mit Ja, bis denn. Ciao, Danke ciao. fürs Zuschauen. Ja, wir müssen uns beeilen, der Raid wird gleich ausgelöst automatisch.